Moin zusammen. Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert. Diese Woche zeigen wir euch unser Boot. Ein Tag Verspätung, aber das ist so ein bisschen dem Wetter geschuldet. Das war in Flensburg nämlich echt grauenhaft. Deswegen sind wir jetzt heute am Freitag hier und schneiden das über Nacht fertig, damit ihr mal so seht, wie hier alles aussieht. Und von daher gehen wir jetzt mal so durch alle Bereiche und stellen das ein bisschen vor und versuchen schon mal das zu erzählen, was wir bisher gelernt haben und gefunden haben. Also wir fangen dann mal bei der Küche an. Das hier ist unsere Spüle. Das ist ganz cool, das kann man aufmachen. Tada, da ist die Spüle. Genau, und auch wieder zumachen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Wasserhahn, der sich auch verstellen lässt. Und das war eigentlich für Kaffeefilter gedacht. Da wir beide jetzt nicht so die Kaffeetrinker sind, ist da jetzt erstmal ein Schwamm drin. Und genau, wenn wir weitergehen, haben wir hier einmal unsere Müllluke. Da kann man dann den Müll drin entsorgen und ja, das geht dann quasi nach draußen unter die Sitzbank. Genau, ich zeige es einmal. Also, wer mir hier schon geguckt hat, haben wir beim letzten Mal gesehen. Man macht die beiden dann auf und da ist dann auch quasi der Müll, also ein bisschen getrennt. Das ist ganz praktisch. Genau, dann geht es weiter mit unserem Kühlschrank oder Kühlunterschrank, Kühltruhe. Da ist jetzt auch gerade schon ein paar Snacks drin. Ja. Wie viel Liter der hat, wissen wir jetzt nicht, aber das ist schon ausreichend. ja. Genau. Ich muss selber erstmal schauen. Ja, da ist noch so eine richtig schöne Halterung für Küchenrolle. Die tauschen wir nochmal aus demnächst. Aber erstmal tut sie das, was sie tun soll. Sie hält die Küchenrolle. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir noch so eine kleine Ablage. Auch hier befindet sich aktuell ein Putzschwamm drin und ganz wichtig für Allergiker Taschentücher. Genau. Ja, mehr habe ich hier noch gar nicht drin. Ja, hier haben wir auch nochmal so einen Stauraum. Da hatte ich, ja, da war so eine Klebefolie drin in so einem Karo-Muster. Was sagt man dazu? Ja, irgendwie so ein bayerisches Karo-Muster. Ja, das habe ich mühselig abgekratzt alles. Ja. Wahrscheinlich machen wir jetzt das Holz aber neu, also hätte ich es gar nicht abkratzen brauchen. Mal sehen. Dann geht es hier weiter. Auch hier befindet sich nochmal Stauraum. Ich weiß nicht, vielleicht für Gewürze oder... Wie tief ist denn das eigentlich? Oh, ist schon ordentlich tief. Ja. Okay. Mal sehen. Also vielleicht macht man da noch einen Zwischenboden rein und dann könnte man tatsächlich Gewürze oder so da gut hinstellen. Ja. Dann auch hier nochmal ganz versteckt Stauraum. Also hier geht's nochmal ordentlich runter, auch nach rechts und links noch ein Stück weiter. Und auch hier oben kann man gut was ablegen. Hier haben wir jetzt ganz provisorisch einmal ein Handtuch, ein Spültuch, ein Putzlappen und eine Taschenlampe. Passt gut zusammen. Dann hier oben geht's weiter. Das ist ganz cool. Das hat der Vorbesitzer gemacht. Total witzig, so Getränkehalter. Wir haben auch schon Gläser gekauft und jetzt, wo ich das eben gesehen habe, habe ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht passen könnte, aber zur Not werden die einfach nochmal größer gemacht. Genau, also wir haben ja hier noch ein bisschen Spiel und wenn, dann ist es ja eigentlich im Millimeterbereich. Das passt hoffentlich, sonst brauchen wir neue Gläser. Genau, dann haben wir hier noch einen Schiebeschrank, wenn er dann aufgeht. Ja, hier kann man, ja, da sind noch ein paar sehr niedliche Teller drin. Hier können wir Teller reintun oder auch Tassen, was man so braucht. Geht auch hier nochmal auf. Ja. Guck mal, geht's auch noch ganz schön rein. Da geht's auch noch rein, ja. Also Stauraum haben wir. Es wird also irgendwie alles ausgenutzt, was es so gibt. Genau, ja. Dann geht's hier weiter. Das Kochareal. Hier steht aktuell noch ein Elektroherd, heißt das so? Ja. Eine Elektroherdplatte. Und hier war noch ein Gaskocher. Den haben wir aktuell erstmal rausgenommen. Hier haben wir auch noch, also wenn ihr Ideen habt, wie man das hier gestalten kann, ohne Petroleum, aber das wollen wir ungern. Ja. Haut mal Ideen raus. Und vielleicht auch Tipps, also wir hatten jetzt schon überlegt, einen Zwei-Flammen-Gaskocher reinzubauen. Da müssten wir halt dann eine Leitung nach draußen legen zur Gasflasche. Das muss natürlich abgenommen werden, aber wenn da jemand irgendwie noch Tipps hat oder so, gerne in die Kommentare. Genau, das kann man hier auch irgendwie bewegen, also es lässt sich rausnehmen. Ja. Genau, aktuell läuft hier auch so ein
unschönes Kabel lang von der Platte. Ich komme mal runter auf den Boden. Wir öffnen jetzt mal hier diese Luke. Hier sind derzeit noch ein paar Töpfe drin. Wir schauen nochmal, ob wir die behalten. Das wissen wir noch nicht so genau. Auch hier die Regalböden waren alle voll mit dem rot-weiß karierten. Das ist jetzt nicht so unser Stil, deswegen habe ich es auch dort abgemacht. Und hier sehe ich gerade, das schon hier von der Tür ist kaputt. Das untere? Ja. Oh, okay. Kommt auf die Merkliste. Ja. Ja, dann musst du hier einmal rumkommen. Hier haben wir einmal noch einen kleinen Stauraum. Dort befindet sich aktuell erstmal nur Putzmittel drin. Ja, ich glaube, das bleibt auch dort. Und da oben seht ihr die beiden roten, das sind die Sicherungen, also naja, die NATO-Schalter, denke ich mal, so heißen die. Die Knochen. Die Knochen. Der vordere ist, also es ist beides für Strom. Und der vordere ist halt, um den Motor mit Strom zu versorgen. Und der hintere, dass wir hier Bordstrom haben. Genau. Genau, dann haben wir hier noch ein Schneidebrett. Das kann man ausziehen, um darauf Gemüse oder Obst zuzubereiten. Oder Fleisch. Und Fleisch. Genau, weiter geht's. Ja, die sind jetzt noch überhaupt nicht aufgeräumt, die Schubladen. Das ist hier Besteckkasten. Wir haben jetzt mittlerweile unser eigenes Besteck gekauft. Das seht ihr auch noch in einem anderen Video. Da zeigen wir euch dann, was wir alles schon so an Materialien und so weiter, Gegenständen gekauft haben. Ja, und hier brauchen wir auch nochmal einen neuen Besteckkasten. Ist gar nicht so einfach für diese Größe was zu finden. Dann geht's weiter mit der Krimskrams-Schublade. Ja, hier ist alles drin. Dann geht es hier weiter. Auch hier ist nochmal so ein bisschen Krimskrams drin. Die haben wir ehrlich gesagt noch nicht weiter so angeguckt, die Schubladen. Das werden wir natürlich auch woanders verstauen, dass das hier wirklich rein für die Küche dann auch ist. Da haben wir genug, was verstaut werden muss. Genau, allgemein lagerungssystemmäßig müssen wir uns das ein bisschen überlegen. Auch draußen, dass wir den Platz ein bisschen besser nutzen. Genau. Ja, das war die Küche. Genau, ab geht's zum nächsten. Also weiter geht's. Hier war ja jetzt gerade die Küche. Von der Küche einmal umgedreht geht es gleich weiter in die Kajüte. Hier haben wir die erste Sitzfläche beziehungsweise auch eine Schlaffläche. Hier kann man auch gut drauf schlafen, wenn man jetzt nicht allzu groß ist. Genau, hier auch ganz cool hat der Voreigner gemacht. Diese Luken sind eigentlich offen und er hat da Bretter anfertigen lassen mit Schließsystem. Genau, eigentlich sieht das normalerweise so offen aus. Ja, hier ist überall Teppich drin. Wir müssen mal schauen, das ist irgendwie typisch. Man sieht es bei vielen Booten, dass die alle mit Teppich gepolstert sind. Oder auch älteren Booten. Ist jetzt nicht so meins, aber isoliert natürlich ganz gut. Vielleicht können wir oben drauf noch eine Platte legen, dass wir als Boden wenigstens Holz haben oder so. Ja, mal sehen. Gucken wir mal. Ja, so geht es dann auch hier weiter. Ich weiß gar nicht, ob hier was drin ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber auch dort wieder der Teppich zu finden. Schön weiß. Dann haben wir hier unsere Fenster. Die Gardinen werden auf jeden Fall auch noch erneuert. Das ist auch nicht so ganz unser Stil. Auch hier ist wieder Teppich. Ich glaube, den kann man hochnehmen. Und ja. Platz. Und Platz, genau. Fliegenklatsche. Fliegen. Ja, Pfand, den wir vergessen haben mit rauszunehmen. Den haben wir hier gelagert. Ja, genau. Hier ist, glaube ich, Lautsprecher. Genau, fürs Radio. Hier ist noch eine Lampe. Da funktionieren nur nicht alle. Ja, kannst du mal anmachen. Weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Aber wenn man gegenklopft, manche gehen dann. Ja, also es geht immer mal. Das sind so einzelne Dinger. Ja, mal sehen. Kann man sich ja auch nochmal genauer anschauen. Ja. Genau. Ja, hier das Polster und auch die Rückenlehne, die wollen wir noch neu machen, aber höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil wir uns dieses Jahr erstmal auf die Schlafkajüte da hinten konzentrieren. Und die Saison ja auch schon relativ sich dem Ende neigt. Das lohnt sich dann jetzt so nicht mehr. Und es ist ja auch einfach im Winterlager zu machen. Ja, und das ist auch noch ein Kostenpunkt. Also so neue Polster sind auch nicht ganz so günstig. Ja, ja. Gerade in der Größe, wie wir sie brauchen. Ja, dann hebe ich das einfach mal hoch. Darunter haben wir Stauraum. Das geht so nochmal extra gesichert. Mit einem Netz. Magst du da einmal aufmachen? Mhm. Ja. Also auch hier wieder
Da stehen jetzt noch ein paar Kisten drin. Genau. Das haben wir uns noch nicht so super genau angeguckt, aber ja, ich glaube, das ist ein Rewe-Einkaufskorb. Das schneiden wir raus, das ist vielleicht illegal, dass wir so einen besitzen. Den haben wir erworben. Genau. Der war beim Boot dabei. Unterstützt den Rewe. Ja. Sponsort. Keine Produktplatzierung. Ja, genau. Das dazu. Dann haben wir hier unseren schönen Tisch. Den kann man auch auspacken und hier unten festmachen. Das mache ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Aber so würde das aussehen. Ist auf jeden Fall ordentlich Platz, also kann man locker zu viert schön dran sitzen und essen. Ja, genau. So, ja, dann haben wir hier noch so eine ganz typische Segellampe oder Bootslampe. Die habe ich auch schon öfters gesehen, aber die funktioniert mit Licht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie geht. Nee, Nein. also das geht nur mit Landstrom, weil das nicht über 12 Volt geht. Könnte man vielleicht nochmal ändern. Aber es ist halt eigentlich eine Petroleumlampe, aber sowas stinkt und rußt. Und da ist einfach eine Glühbirne drin und so hat man nochmal cooles Licht. Also, ja, hier haben wir auch noch ganz klassisch Barometer und eine Uhr ist das. Sehe ich jetzt erst. Ja. Eine Uhr. Und ja, ganz niedlich. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich glaube, das lassen wir hängen, das Bild. Ist auch noch vom Voreigner ein Bild von unserem Segelboot. Und hier unten geht es weiter. Hier haben wir einmal eine Heizung. Nennt man das so? Gibt es da einen coolen Namen? Ja, ist so ein Heizwürfel. Genau. Und hier haben wir noch Steckdosenleisten. Genau, die gehen nur über Landstrom. Und hier... Außer halt die da, die 3 Zigarettenanzünder, sag ich mal so, die gehen immer. Genau. Dann haben wir hier noch eine Schublade. Die müssen wir vielleicht auch noch mal ausräumen, einmal sauber machen. Da ist aktuell auch ein bisschen Krimskrams drin. Guck mal, hier ist doch so ein Anschluss, oder? Ja, für unten geht er. Ja. Flensburger Yachtservice. Für die nächste. Ja, genau. Also das ist so der Tisch. So, dann haben wir hier noch einen Fernseher. Den werden wir aber ausbauen, den brauchen wir nicht. Dann nutzen wir dann eher unser Tablet oder unseren PC, MacBook, Laptop. Auch hier ist nochmal Technik hinter, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja, die kommt mit raus, das gehört alles zum Fernseher. Genau. Dann auch hier auf der Seite wieder Luken, eine mehr als auf der anderen Seite. Ich weiß auch nicht, was hier drin ist. Alles Mögliche. Hier sind ein bisschen Tauwerk. Irgendwas ist schon drin. Ja, ich schaue noch mal hier rein. Ach ja, das sind hier Ersatzteile. Wir haben netterweise alles Mögliche an Ersatzteilen einfach mitbekommen, was er noch gekauft hatte. Und weiter geht's. Ja, auch hier nochmal ein nagelneues Seil drin. Und ich meine, das hier ist unsere Selbststeueranlage. Ja. Die ist auch noch sehr alt, aber sie läuft. Und so eine Selbststeueranlage kostet ganz viel Geld. Also nehmen wir erstmal die alte, die läuft. Genau, ja, hier liegt sie sogar. Da liegt der Rest dazu. Ja, das ist oldschool, würde ich sagen. Aber es funktioniert. Genau. Auch hier wieder Stauraum, Fenster. Ich sehe gerade, da versucht jemand einzuparken. Ja, ist gar nicht so leicht. Heute ist der Wind extrem stark. Und allgemein ist es nicht so leicht. Ja. Und hier haben wir noch eine Antenne. Die ist nagelneu. Die sollte, glaube ich, noch nach oben rauf. Ich überlege gerade, wenn wir den Fernseher abbauen, brauchen wir die, glaube ich, gar nicht. Wenn die einer kaufen möchte, gerne Bescheid geben. Naja, oder brauchen wir die fürs Funken? Nein, das geht auch so. Hier, die Polster werden natürlich alle mit der Zeit neu gemacht. Gerade hier fehlen schon so ein paar Knöpfe, das ist einfach weggerostet. Und auch hier haben wir wieder... Ach, guck mal, da liegen die. Ja, hier liegen unsere für den Eingang zum Verschließen. Ja. Naja, gleiches wie auf der anderen Ja. Seite. Ja, ich öffne Kennt das ihr. jetzt nicht nochmal. Das sieht genauso aus wie auf der anderen Seite. Ein bisschen größer. Hier haben wir nochmal eine Belüftung, damit auch frische Luft reinkommt. Das geht ganz einfach. Wenn man es runterzieht, ist es zu. Und so ist es auf. Ja. So, das hier so ein bisschen Technik-Ecke. Wir haben einmal getauscht. Genau.
Hier fangen wir jetzt mal an. Also wir haben hier ein Solarpanel, das haben wir ja schon mal gesagt. Hier sieht man halt, wie viel Volt wir gerade haben. Wir sehen leider nur, ob es lädt oder die Batterie voll ist. Ich hätte halt gern, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, eine Ladestandsanzeige von den Batterien. Das wäre jetzt schon geil. Hier haben wir, sage ich mal, die verschiedenen, ich sag mal, Schaltkreise, die wir an- und ausstellen können. Also GPS, cool ist für den Kühlschrank und ansonsten halt alles Mögliche, was wir halt immer mal so gucken. So wie jetzt, wir liegen vor Ort, also eigentlich bräuchten wir nur den Kühlschrank. Und so kann man das alles so ein bisschen steuern. Hier, auch schon ein bisschen älter, da haben wir die ganzen Lichter und Co., die man dann anmachen könnte, Positionsleuchten, Pipapo. Genau, da müssen wir uns natürlich auch noch ein bisschen mit beschäftigen, Instrumentenbeleuchtung. Mal gucken, welche Leuchten wir überhaupt haben, was überhaupt angeschlossen ist. Funktioniert die? Ah. Ja, die geht. Und hier unten haben wir, sage ich mal, ein ganz normales Autoradio. Die Boxen habt ihr gesehen. Ja, achso, was haben wir sonst noch? Wir haben 2 Thermometer auf jeden Fall. Ja, das ist einfach nur Licht. Ja. Genau. Also dann haben wir natürlich noch einen weiteren Schlafplatz. Das wird das Kater-Zuhause. Die Hundekoje wird zur Katzenkoje. Die Katerkoje. Katerkoje, genau. Hier ist aktuell aber auch so ein bisschen Lagerraum. Wir haben hier unsere Sitzauflagen. Auch die kommen irgendwann mal neu, aber aktuell sind sie noch wie neu und funktionieren. Ja, hier ist noch unser Tisch, den kennt ihr vielleicht noch von dem einen Instagram-Foto. Da oben sollten eigentlich die Sitzauflagen rein, wir haben sie letztes Mal einfach nur hier reingeworfen. Dann haben wir hier noch unsere Kabeltrommel. Und ja, das sieht man jetzt nicht ganz da hinten. Geht es noch einmal rechts rein und auch dort ist nochmal Lagerraum. Tja, versucht mal ganz elegant dorthin zu kommen. Also da so rechts neben dem Rucksack. Ja, genau. Also das ist jetzt auch nicht so viel mehr, aber ihr könnt euch das vorstellen, hier diese Fläche ist dort nochmal etwa als Lagerraum. Ja, da hinten quasi unter dieser Sitzbank. Ja. Achso, dann haben wir natürlich auch noch hier eine Schublade, wie heißt das? Ein Fach. Hier sind ja ein bisschen Werkzeug drin, noch ein Seil, auch noch ein bisschen durcheinander alles. Das wird auch noch alles sortiert. Und unter diesem Teil habt ihr im letzten Video schon gesehen oder vorletzten Video, weiß ich gar nicht genau. Im letzten. Im letzten, da befindet sich ja unser Motor. Ja, und vorschriftsmäßig natürlich auch. Feuerlöscher ist auch da. Ja, ist ganz auch wichtig. dort. Achso, und hier unter die Batterien. Genau. Ja. Das war die Kajüte. Das war's für heute. Ihr habt schon fast alles gesehen, aber eigentlich nur die Hälfte. Also flächentechnisch habt ihr mit das meiste gesehen. Und beim nächsten Mal zeigen wir euch, was wir hier hinten noch haben in den Heiligen Hallen. Also da fehlt natürlich vorne die Koje noch und das Badezimmer. Also ich nenne es jetzt mal Badezimmer. Bleibt gespannt. Der begehbare Kleiderschrank. Der begehbare Kleiderschrank, also zumindest der Kater kann da reingehen. Also bleibt gespannt, das zeigen wir beim nächsten Mal. Wird ansonsten viel zu lang. Von daher sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen, Kommentar und auch abonnieren wäre geil. Wir haben nachgeguckt. 90% der Leute haben kein Abo. Also da gerne mal ein bisschen dran arbeiten, das würde uns sehr freuen. Da schaffen wir auch bald die 50. Ich glaube, wir sind jetzt bei 44. Das wäre schon nice. Und ja, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Und beim nächsten Mal gibt es dann den zweiten Teil. Da gibt es irgendwann nochmal andere, aber erstmal sind die funktionabel, wie heißt das? Nein, noch Funktional. Mal schneid raus, bitte. Nee, funktionabel, was ist das denn? Ja, das ist ein dummes Wort.